Mein Name ist Udo Heimermann, ich bin Architekt Dibbelinch und ich betreibe ein Büro, ein Architekturbüro seit 1991 mit dem Titel Büro für organisches Bauen. Organisches Bauen ist eine Architekturrichtung, die sich mehr der Natur anpasst, also mit der Natur und nicht gegen die Natur. Und das ist genau das Gegenteil, was die Moderne im Prinzip versucht darzustellen. Man muss grundsätzlich unterscheiden, ob ich jetzt ganz radikal rein runde Formen, organische Formen baue oder ob ich jetzt in eine höhere Sphäre gehe, wie ich die urbane Welt um mich herum neu erschaffen möchte. Und das ist mehr oder weniger auch eine philosophische Frage. Also wir befinden uns hier in Bad Neuenahr-Ahrweiler in einem Gebäude, in einem organischen Gebäude von 1998. Dieses Haus wurde möglichst mit ökologischen Baustoffen gebaut, baubiologischen Baustoffen, zum Beispiel Kalksandstein ist sehr stark verwendet worden, Lehm, Holz aus unseren Wäldern, hier beispielsweise Sinzig. Wenn das Material teuer wird und die Energie teuer wird, dann wird man ganz automatisch auf rundere Grundrisse, auf nachhaltige Grundrisse zurückgreifen. Wenn Sie einen Kreis aufzeichnen und ein Quadrat, haben Sie im Umfang 13% weniger Umfang des Kreises als der Umfang eines Quadrats. Das heißt, wenn Sie beispielsweise ein Gebäude, ein komplett rundes Gebäude oder ein Iglu bauen, dann haben Sie sogar teilweise mehr an Materialieneinsparung als bei einem quadratischen Grundriss. Wenn die Menschen zufriedener werden, und das macht die organische Architektur, heißt das, dass die Menschen auch nachhaltiger für sich selber wirtschaften. Also der Konsum schreitet zurück, die Leute leben bewusster und um den Wohlstand, den wir heute haben, um den zu erhalten, müssen sie in Richtung Passivhaus, Nullenergie oder Plushaus wirtschaften und arbeiten. Und da kommt die organische Architektur entgegen. Ich war jetzt wieder 3 Wochen in Indien. Und wenn ich dann in einer Halbwüste Thar beispielsweise stehe und dort Werbung von europäischen Firmen mitten in der Wüste stehen mit einem Swimmingpool, Häuser mit einem Swimmingpool dran, wo es kein Wasser gibt, dann muss ich mich fragen, wie verrückt ist unsere Welt. Und angestoßen wurde dieses menschliche Handeln durch die Moderne, durch den rechten Winkel ins Bauen, durch dieses modulare Bauen. Und wenn wir zurückgehen ins organische Bauen, werden wir es vielleicht irgendwann wieder schaffen, in Einklang mit der Welt zu leben, mit der Natur zu leben. Aber es wird eng.